Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute starten wir das allererste Video mit dem Druiden, wo wir wirklich auf dem neuesten Server hier durchgestartet haben. Gestern im Stream. Wer es verpasst haben sollte, kann es sich gerne nochmal anschauen. Der bleibt online, der Stream, und ihr könnt euch den gesamten Stream nochmal reinziehen. War sehr lustig gewesen, war auch sehr intensiv gewesen. Und wir haben einen harten Grind hinter uns gehabt und hingelegt. Und ich hatte auch eine Community-Gilde gegründet gehabt, die war innerhalb von 5 Sekunden war die voll gewesen, ja, und ja, das war echt heftig gewesen auch. Wir haben das Starterpaket geholt für 5 Euro. Das wollte ich ja so oder so machen, und damit wir zum Anfang ein bisschen ausbauen können, damit ich meine Gilde schnell gründen kann, damit wir ein bisschen skillen können, damit wir schon einen kleinen Vorteil haben. Ja, 5 Euro wollte ich ausgeben. So, dann hatte ich Holle, den Player Supporter, angeschrieben gehabt wegen meinem Profilbild. Ich wollte gerne mein Profilbild auf dem Server haben, und ja, dann hatte ich ihn dann live im Stream dann kontaktiert und hatte nachgefragt, ob das möglich wäre, dass ich hier auf dem Server auch mein Profilbild drauf kriege. Man muss das immer nachfragen, denn beim Player Support, dass sie das dann freischalten auf dem jeweiligen Server. Und ja, das hatte er dann auch gemacht. Nicht nur das, er hatte auch, ihr seht hier oben, es sind noch ein paar Pilze übrig, er hatte mir tatsächlich von sich aus wirklich 3000 Pilze einfach so zur Verfügung gestellt. Ja, damit wir einen geilen Stream haben konnten, damit wir ein bisschen Action haben konnten, damit wir ein bisschen, ja, Spaß und einfach einen coolen Stream genießen konnten. Ja, das hat er einfach so von sich aus gemacht, und das finde ich sehr, sehr nice. Und da gehen nochmal wirklich massive Grüße raus an Holle. Vielen lieben Dank, dass das möglich war. Dadurch haben wir einen sehr coolen Stream gehabt und einen coolen Serverstart. Und ja, es war uns auch tatsächlich möglich. Ich hatte hier noch einen Screenshot gemacht, auf Platz 1 zu kommen. Es war ein harter Grind. Wir haben bis Level 10 haben wir das Sammelalbum, ja, wir haben bis Level 10 gelevelt, dann haben wir das Sammelalbum geholt, dann haben wir uns bis zu knapp 30% Sammelalbum haben wir uns durch die Ehrenhalle durchgefarmt mit den Pilzen. Das wäre mir halt ohne Pilze, wäre das halt nicht möglich gewesen. Ja, also wir haben bis zu 30% Sammelalbum gehabt, knapp, glaube ich, so war das irgendwie gewesen. Genau, und ja, damit hatte ich dann meine komplette Alu dann nachher durchgespielt gehabt. Dann hatte ich mich nach der Alu nochmal neu equipped, habe ein paar Dungeons gemacht, habe mich nochmal dann ein bisschen equipped, und dann bin ich die Ehrenhalle durchgegrindet und ja, haben es geschafft, etwa so eine halbe Stunde oder so auf Platz 1 denn zu sein. Ja, und das war ein ziemlich cooler Grind gewesen, hat viel Spaß gemacht. Natürlich ist es immer besser, wenn man am Ende des Tages die Alu zockt, weil man natürlich, ne, ich habe es ja schon häufig genug gesagt, die Leute pushen immer so schnell ihre ganzen Sachen durch, und ja, dann hat man das Sammelalbum noch gar nicht so weit gebracht, und die Leute, die bis zur Happy Hour abends, also bis von 23 bis 0 Uhr, geduldig waren, konnten in der Zeit noch mehrere Erfahrungsbonusprozente sammeln, als ich sie jetzt gesammelt habe, und haben noch ihre restliche Alu übrig. Und mit dieser restlichen Alu können die mit besseren Prozenten im Sammelalbum natürlich höher kommen, bessere Sachen finden, stärkere Sachen finden, sich besser equippen. Und das sind dann nachher die kleinen Sachen, die es dann entscheiden, dass man am Ende des Tages auf Platz 1 denn ist. Ne? Ich bin jetzt mittlerweile schon wieder auf Platz 6 abgerutscht, aber aus den genannten Gründen, die ich euch gesagt habe, je länger die Leute warten, je mehr sie am Sammelalbum finden und je mehr sie auch generell investieren, es gibt immer Leute, die noch mehr tryharden, desto höher kommt man. Ne? Zu dem Zeitpunkt hatte ich das ganz gut gemacht eigentlich, hatte dann direkt meine Alu gezockt, aus dem Grunde, weil ich ja abends wieder los musste zur Arbeit, also konnte ich den Serverstart abends nicht spielen. Ich konnte es halt nur nachmittags zocken mit meinem Kollegen Stefan zusammen. Und das hatten wir dann halt genutzt, so gut es ging, weil ich abends nicht mehr da bin und meine Alu nicht zocken kann, kann ich auch dementsprechend nicht tryharden hier auf dem Server, und habe dann versucht, dort das Beste rauszuholen. Ja, sind jetzt wieder auf Platz 6. Wie gesagt, es kommen immer ein paar neue, die dann danach noch besser durchgrinden, als man das auf den aktuellsten Stand geschafft hat. Und
Ja, zur Gilde. Wir haben hier, wie gesagt, eine Community-Gilde am Start, die ich gegründet hatte, einfach so, just for fun im Stream, damit ein paar Leute aus der Community mit mir zocken können hier zusammen und sich auch unterhalten können, ein bisschen chatten miteinander. Das Ganze heißt, es ist die Miesmuschel, ja, das ist der Name der Gilde. Ne? Ich wollte eigentlich salziger Spucknapf die Gilde nennen, aber der Name war zu lang. Deswegen die Miesmuschel ist mir dann spontan schnell noch eingefallen. Ja, und es ist halt eine Community-Gilde, wo halt niemand irgendwas beachten muss, keiner hat irgendwelche Verpflichtungen. Ne? Nur halt, wie gesagt, das Einzige, worauf ich viel Wert lege, ist ein höflicher Umgang miteinander. Und ihr seht schon, wird nach einer Woche wohl wieder inaktiver werden. Ich werde die Pilze natürlich noch nutzen, um hier noch ein bisschen drauf zu zocken auf dem Account, die mir jetzt zur Verfügung gestellt worden sind, einfach so kostenlos. Das werde ich natürlich noch nutzen und werde jetzt auch, den wahrscheinlich eine Woche zocken, um mal so ein bisschen zu testen, um mal ein bisschen zu schauen, wie die Klasse sich so verhält. Stufe 25 haben wir am ersten Tag leider nicht geschafft. Hätte man schaffen können, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, aber ja, wurde jetzt, haben wir halt nicht, ne? Ja, und deswegen hatte das auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, in der Gilde wird wahrscheinlich immer mal wieder ein Platz frei werden. Hier waren 49, ich hatte eben gerade hier einen Platz wieder frei gemacht, kam schon wieder ein neuer mit rein. Also es kann immer mal sein, dass mal ein paar Plätze frei werden hier in der Gilde. Dann könnt ihr da natürlich immer rein und raus. Aber wie gesagt, das Ganze wird wohl eher langfristig nicht so aktiv bleiben hier, weil das halt mein 5. Char wäre, den ich jetzt spielen würde hier auf dieser Welt. Und das ist dann mir tatsächlich zu viel. Ich finde die Klasse an sich cool, ich finde das Prinzip cool. Allerdings hinterfrage ich noch so ein bisschen, sollte man, wenn man die Klasse spielt, noch eventuell einen Krieger oder einen Kundschafter an sich spielen oder sollte man jetzt wirklich einen Druiden zocken? Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das finde. Aber an sich finde ich es ganz cool, dass man so, also das Prinzip des Druiden finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr auch in die Gilde wollt und mal ein Platz frei ist, haltet immer Ausschau. Falls ich denn die Plätze offen habe, könnt ihr mal rein. Aber es sind hier, wie gesagt, es ist keine Tryhard-Gilde. Es ist einfach nur just for fun. Und falls jemand Interesse hat, die Gilde nachher hier zu übernehmen, der kann mir gerne privat hier in der Post schreiben und kann mir dann schreiben, ob er eventuell später die Gildenleitung übernehmen möchte. Den würde ich dann so lange erstmal zum Offizier machen. Ja, vielleicht hat da ja jemand von euch hier in der Gilde, die das sehen sollten, Interesse dran. Und dann könnt ihr euch einfach bei mir in der Post melden und ich werde mir dann einen aussuchen. Oder vielleicht mehrere dann zu Offizieren und die können sich dann untereinander aussuchen, wer dann die Leitung übernehmen will, falls Bedarf besteht. Wenn nicht, wird die Gilde einfach im Nimmerleinsland versinken mit der Zeit. Ne? Ja, ansonsten S42 sind hier momentan noch nicht so viele Spieler drauf. Ich denke mal, das wird noch kommen, denn wir haben sehr viele YouTuber hier auf dem Server. Wir haben hier einmal den Early Boy, der ist hier mit am Start. Dann haben wir hier den Keysjor. Ich kann auch noch mal die Profilbilder von den Leuten zeigen, damit ihr die auch noch mal gesehen habt hier. Da haben wir einmal hier den Early Boy, der ist hier auf dem Server tatsächlich drauf. Keysjor hat hier einen Account drauf, die haben alle noch nicht gespielt. Ich nehme das Video gerade auf kurz nach dem Livestream gestern. Dann haben wir einmal den Snaily Snails, ja, hatte irgendwie 1-2 Mal Shakes and Fidget Videos gemacht, kenne ich jetzt aber weiter nicht. Dann haben wir einmal hier den Danny Jetston am Start, ja, den haben sie auch wohl irgendwie rangekriegt, dass der hier auf dem Server spielt, ja, hier der beschweren kann man sich da aber eher weniger, der Fidget Spinner Typ, ja, passt ganz gut rein ins Spiel, Shakes and Fidget Spinner, so, ne, ist eigentlich ganz nice, so, also es ist schon irgendwie cool, dass der hier auch mit am Start ist. Dann haben wir einmal den Skate hier auch mit am Start. Ne? Der ist hier auch auf dem Server schon registriert. Die Gilden sind alle schon, die wurden alle gewitelistet, also wundert euch nicht, warum das die ersten Gilden sind. Und nur ein Mitglied, der Name der Gilde wurde gewitelistet, genauso wie deren Name. Und dann haben wir hier einmal den Magnus, glaube ich, heißt er irgendwie so am Start. Ja, auch noch ein YouTuber und ja, finde ich relativ viele deutsche YouTuber auf dem deutschen Server so, finde ich es relativ viel, muss ich sagen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 gesponserte YouTuber hier. Finde ich schon krass.
aber ja, am Ende des Tages bringen sie halt neue Spieler zu Shakes and Fidget und das freut uns natürlich alle, denn umso mehr Spieler da sind, umso belebter ist das Spiel und umso länger kann sich das Spiel auch dann über Wasser halten. Wie gesagt, nicht umsonst ist das Spiel schon über 11 Jahre auf dem Markt. Also irgendwas müssen sie ja irgendwie richtig machen. So, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, guckt euch den Stream nochmal von gestern an, falls ihr es verpasst haben sollt. Es war ziemlich ehrenlos teilweise. Ja, man sieht es anhand des Greifendrachen. 279 Tage. Da hatte mir das ein oder andere Mal Gold gefehlt, aber es war auf jeden Fall worth dafür, dass wir hier eine Zeit lang auf Platz 1 waren. Ja, das war ziemlich cool gewesen. So, also, dass der Typ hier einfach auf Platz 1 ist, ist halt auch wirklich, ja, ne, das muss man auch nicht so, also die Maske ist halt wirklich, ja. Warum hat der Typ eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh rum? Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Ja, ansonsten habe ich noch auf meinem Battle Mage, wir haben es ja jetzt auch 20% Aktion für alle Leute. Oh, die Edelsteine sehen so komisch aus, ich bin hier gerade in der Nicht-HD-Version, weil ich hier Pilze aufladen musste wegen der URL, dass das dann auch auf den richtigen Server geht. Deswegen sieht das hier gerade so ein bisschen weird aus auf dem Server. Ich habe auf meinem Battle Mage einmal für 100 Pilze aufgeladen, weil es 20% Aktion ist. Und auf meinem Main habe ich auch 100 € Pilze aufgeladen, wie gesagt, weil gerade Pilzaktion ist. Und ich lade die beiden immer relativ gerne zusammen auf, denn das ist für mich dann persönlich nochmal ein bisschen besser zu gucken. Das wird jetzt alles, ja, ich hoffe mal, das wird jetzt nicht ganz so schnell verbraten werden wie das letzte Mal aufladen, weil beim letzten Mal aufladen hatte ich auch noch den Arena Manager und sowas mit den Skips noch mit dabei. Ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen sparsamer, denke ich mal, werden. Ich hoffe es mal. Mal gucken. Ich hoffe es wirklich, ja. Und ja, dann schauen wir mal, was wir damit in Zukunft anstellen werden. Ich habe gestern im Stream, das war relativ zum Anfang des Streams, das war noch vor dem Serverstart, also in der ersten halben Stunde des Streams, habe ich hier ein bisschen Alu geskippt auf meinem Main-Account und habe da tatsächlich neue Handschuhe gefunden und eine neue Waffe. Also, falls ihr das nochmal euch im Nachhinein anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das war ziemlich nice gewesen. Hier eine 3er-Attributswaffe. Meine jetzige, oder die Waffe, die ich davor hatte, ist zwar von der Spanne her noch immer besser, aber guckt euch das einfach mal an. Das hat hier minus 112 im Durchschnittsschaden, also ist meine Waffe, die ich hier habe, deutlich besser. Und es ist halt eine 3er-Attributswaffe, was für mich als Magier sowieso besser ist. Und deswegen habe ich die einfach genommen. Die Spanne rechts raus ist trotzdem immer noch sehr nice. 4568 ist trotzdem immer noch eine sehr krasse Spanne. Deswegen habe ich die genommen. 3er-Attribut läuft. Rune war drauf und deswegen gib ihn. Ja, außerdem ist die Blitzschadensrune auch ein bisschen besser, aber die hätte man ja auch jederzeit wechseln können, wenn man das denn wollte. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was gestern so im Stream passiert ist und war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich freue mich auch, dass ihr da auch so rege dran Interesse gefunden habt, dass ihr da so schön eingeschaltet habt. Das hat mich sehr gefreut, war eine coole Interaktion mit euch und ja, ich hoffe mal, dass es in nächster Zeit, ja, ich verspreche es immer mit den Streams und so, aber es ist halt meistens immer nicht sehr viel Zeit zum Stream. Ich versuche es aber ein bisschen besser zu machen in nächster Zeit, ja. Ich habe jetzt auch bald Geburtstag, da hatte ich dann auch vor, einen kleinen Geburtstagsstream vielleicht auch zu machen und ja, das hatte ich mir eigentlich auch schon vorgenommen, weil beim letzten Mal hatte ich auch schon meinen Geburtstag, glaube ich, gestreamt, das war noch mit den Jungs hier gewesen, muss ich mal schauen, ne, wie wir das machen, also da hätte ich eventuell auch noch Bock drauf, denn dass wir da auch nochmal streamen. Gut, das war es soweit gewesen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir schauen ab und zu mal noch hier rein. Pilze haben wir ja noch am Start hier und ja, ich bin gespannt, was wir auf dem Server hier noch so bewerkstelligen werden und wer hier noch alles so am Start ist. Das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe es, ja, ich wiederhole mich. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.